a city, a square, a moment in time. The Munich Agreement, signed here in 1938, promised peace, but paved the road to war. But what do we remember of it today? What should be remembered? Das ist die Gedenktafel? Ja, genau, das ist die Gedenktafel. Die kenne ich nicht, also ich musste sie jetzt lesen. Oh, okay. Ja. Der Königsplatz genau hinter mir. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo da die Gedenktafel steht. Also ich finde es zu lakonisch, weil im Grunde die weiteren Folgen gar nicht mehr erwähnt werden. Und wenn Sie etwas an dieser Tafel ändern könnten, was würden Sie daran ändern? Also ich würde im Grunde dazu schreiben, dass das eigentlich der Beginn des Zweiten Weltkriegs oder wie soll man sagen, der Weg zum Zweiten Weltkrieg war. Ja, also dass Hitler da irgendwas über die tschechische Republik, war das damals schon die tschechische Republik? Ich weiß es nicht, aber unterschrieben hat. Aber was genau, keine Ahnung. Boah, sehr wenig auch, ja. Also er hält sich extrem in Grenzen. Ich würde mich dem eigentlich anschließen. Soweit, ja. Das Münchner Abkommen war ein Abkommen zwischen England, Italien und Deutschland, was besagen sollte, dass Deutschland das Sudetenland von der Tschechoslowakei annektieren darf. Yeah, I believe the Munich Agreement had to do with the agreement to cede all of the Czechoslovakian territories to the Nazis, to the Nazi Party, to Germany. It's the aggression towards the Czech Republic on the Sudetenland and a promised peace in our time. Chamberlain signed the agreement in the presence of Hitler and Mussolini. On September 30th, 1938, British Prime Minister Neville Chamberlain, alongside French Édouard Daladier, German Adolf Hitler, and Italian Benito Mussolini, signed the Munich Agreement right here. Their decision? To hand over the Sudetenland, Czechoslovakia's border regions, to Nazi Germany, without consulting Czechoslovakia itself. Peace for our time, Chamberlain declared. But was it truly peace, or merely a delay of the inevitable? For many, the Munich Agreement represents appeasement, giving in to Hitler's demands to avoid conflict. For others, it was a desperate attempt to prevent another world war. But as history shows, peace that is forced rarely lasts. Also das Abkommen ist eine Katastrophe für Europa gewesen. Und natürlich verachte ich das. Man darf nur nicht, also man muss hoffen, dass die Amerikaner sich jetzt nicht auf etwas Ähnliches einlassen, was die Ukraine angeht. Da stehe ich irgendwie nicht so sehr dahinter, weil das war einfach eine komplette Augenwischerei seinerseits. Also der hat das ja versucht bei vielen anderen möglichen Nationen abzuziehen, das Gleiche. Ich meine, ich komme aus Siebenbürgen, das ist in Rumänien. Da haben auch viele Deutsche gelebt. Und da ging es mit der gleichen Scheiße los, von wegen Heim ins Reich. Da sind ein Haufen Siebenbürger Sachsen, so heißen die, sind dann nach Deutschland gegangen, um zur Waffen-SS zu gehen. Also das war wirklich so und die hatten eigentlich mit der deutschen Kultur nicht mehr so viel gemein. Die sind aus dem Mittelalter hingezogen und waren eigentlich praktisch schon eine andere Kultur. Und mit einer ganz anderen Auffassung von der Welt und anderen Völkern. Es hat eine große historische Bedeutung, weil es eben das Land, um das es ging, außen vor gelassen hat, was in so einem Fall bei so einer Schwere von solchen Entscheidungen fatal ist. Und das sollte auf jeden Fall eine Lehre in der Geschichte bleiben, dass sowas nicht nochmal vorkommt, dass dann aber auch die Macht, um die es geht, oder das Land, um die es geht, mit einbezogen wird bei so einer Frage. The Munich Agreement remains one of the most debated decisions of the 20th century. Was it an act of diplomacy or of cowardice? Winston Churchill warned at the time, "You were given the choice between war and dishonor. You chose dishonor and you will have war." The agreement gave Hitler what he wanted, but it did not stop his ambition. Less than a year later, Germany invaded Poland and the Second World War began.
But history is not only black and white. Could Britain and France have acted differently, or was the world simply not ready to fight? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich wusste nicht, dass es eine Gedenktafel gibt. Also ich habe es mir jetzt bedenken können, so, aber das ist ja schon sehr beispielhaft dafür, was man verändern müsste und sollte. So. Tatsächlich kenne ich noch gar keine Gedenktafel. Wo ist die denn zu finden, die Gedenktafel? Die Gedenktafel ist hinten an der Musikhochschule zu finden. Ah, okay. Die habe ich bisher noch gar nicht gesehen tatsächlich. Also über das Denkmal von heute kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Also ich persönlich muss sagen, dass ich kein Problem habe, hier an diesem Ort zu arbeiten. Die NS-Geschichte beschäftigt mich jeden Tag. Ich setze mich jeden Tag mit dieser Geschichte auseinander und das macht die Geschichte selber nicht schlimmer, aber mir hilft es, sozusagen eine historische Einordnung zu haben, um zu verstehen, wie dieses Gebäude funktioniert hat, was seine Aufgabe war. Aber natürlich ist es so, meine Perspektive ist nur eine von vielen, eines sehr breiten Spektrums. Ich weiß auch, dass Leute hier sehr ungern hergehen, weil sie sozusagen die Last der Geschichte hier verspüren. Andere sagen, sie würden am liebsten dieses Gebäude abreißen und einen Neubau hinstellen. Und wieder andere sagen, wenn man dieses Gebäude letztendlich abreißt, dann verschwindet einfach auch ein wichtiger Ankerpunkt von Erinnerung aus dem öffentlichen Raum und deswegen sollte es eher erhalten bleiben. Also es gibt hier ein ganz großes Spektrum und es ist wichtig, all diese Perspektiven hier zu hören und mit einzubeziehen in die Frage, wie gehen wir heute als Musikhochschule damit um, mit diesem Gebäude. To me personally, because my parents were both born here in Germany, I'm Jewish, and my parents were born in Berlin and Breslau, and so this area is very meaningful in terms of the immense frightening aspect of what went on in this area during the duration of the Nazi reign. Finde ich zu unauffällig. Also ich studiere hier in der Musikhochschule, wo das Münchner Abkommen auch gemacht wurde und mir sind die Gedenktafeln so einmal aufgefallen, aber wenn man vorbeigeht, finde ich, ist es nicht auffällig genug. Könnte man irgendwie mehr machen, dass man es mehr sieht. The memory of Munich 1938 is marked here, on a plaque, simple, almost unnoticeable, a small reminder of a decision that changed history. But is it enough? Do we remember deeply enough? Or has this place faded into just another square in the city? Monuments are not just about the past, they shape how we think about history today. Should we do more to acknowledge what happened here, or does silence say enough? Decisions made in the past do not stay there. They echo, they shape us, they demand to be remembered. So we ask again, what do we know about the Munich Agreement? What have we learned? And how do we carry this memory forward?